Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich eine wunderbare Marmelade mit Feigen mache. Feigenkonfitüre kann manchmal einfach nur platt und süß sein. Diese Marmelade hingegen ist geschmacklich sehr raffiniert, denn ich beschränke mich nicht lediglich auf die Verwendung von Feigen. Zunächst einmal werden allerdings 600 Gramm frische und natürlich gewaschene Feigen vom Strunk befreit, halbiert sowie anschließend gedrittelt und in einen großen Kochtopf gegeben. Des Weiteren werden 600 Gramm dunkelrote Weintrauben vom Strunk abgezogen, gewaschen und dann entkernt. Dazu halbiert man sie und mit einem kleinen Melonenausstecher kann man das Innere leicht entfernen. Leider ist es nun mal so, dass die Weintrauben mit Kern den intensiveren Geschmack haben. Es geht schneller, wenn man zunächst alle Weintrauben halbiert und im Anschluss daran alle Hälften entkernt, denn man spart sich die Zeit, die Messer zu wechseln. Jetzt muss noch die Schale von 2 unbehandelten Zitronen zu dem Obst gegeben werden. Dazu benutze ich diesen Zestenreißer. Wichtig ist, dass man auf keinen Fall zu viel der weißen Schale mit abschneidet. In der gelben Schicht befinden sich hingegen die ätherischen Öle, die das wunderbare Zitrusaroma enthalten. So sehen die Zesten aus. Anschließend werden die Zitronen noch ausgepresst und der Saft über das Obst gegeben. Es sollten so um die 100 Milliliter Saft sein. Beim Einkauf achte ich immer darauf, dass die Zitronen schön prall und weich sind, dann sind sie meistens auch sehr saftig. Wir haben jetzt zusammen ungefähr 1300 Gramm Obst. Da das Obst nicht übermäßig sauer ist, mache ich eine Marmelade im Verhältnis 2:1 und wiege also 650 Gramm Zucker ab. Bis auf einen kleinen Rest schütte ich den Zucker über das Obst und rühre ihn unter. Alles riecht bereits sehr vielversprechend. Damit Obst und Zucker gut durchziehen, lasse ich den Topf nun über Nacht stehen. Wer dazu keine Zeit hat, lässt das Obst wenigstens 2 Stunden stehen und wer auch dazu keine Zeit hat, arbeitet gleich weiter. Am nächsten Morgen bereite ich zunächst meine Gläser vor, die ich in einen Topf mit Wasser gebe, ebenso die Deckel und meine Einfüllhilfe. Alles lasse ich mindestens 10 Minuten simmern, damit es steril werden kann. Auch das Geliermittel wird entsprechend der Mengenangaben auf der Packung abgewogen, zudem Rest Zucker gegeben und bereitgestellt. Wie man die Zugabe von Geliermittel berechnet, zeige ich in diesem Video. So sieht die Frucht-Zuckermischung am nächsten Morgen aus. Sie wird aufgesetzt und zum Kochen gebracht. Dabei rühre ich auch immer wieder um, damit nichts ansetzt und sich die Hitze gleichmäßig im Topf verteilen kann. Je nach Größe und Hitzeintensität wird die Kochzeit so um die 15 bis 20 Minuten betragen. Zunächst sieht das Obst etwas wässrig aus und es bildet sich etwas Schaum, der leicht rosafarben ist. Mit der Zeit wird sich die Farbe aber etwas intensivieren. Ich messe mit einem Digitalthermometer die Temperatur. Bei einer Temperatur von 104 Grad Celsius gebe ich das Geliermittel zu den Früchten und lasse alles noch 3 Minuten sprudeln kochen. In dieser Zeit werden die Gläser aus dem Topf genommen und bereitgestellt. Damit die Arbeitswege möglichst kurz sind, wird der Marmeladentopf direkt neben die Gläser gestellt und nun geht es ans Abfüllen. Der Deckel wird aufgesetzt, leicht festgeschraubt und dann noch einmal richtig festgezogen. Fertig. So sieht die Marmelade abgekühlt aus. Sie passt hervorragend auf ein Rosinenbrötchen. Ihr Geschmack ist sehr komplex, denn die Weintrauben und die Zitrusaromen nehmen etwas von der schweren Süße, die man sonst bei einer Feigenkonfitüre empfinden kann. Die leicht herbe Säure der Zitronenschalen kontrastiert mit der saftigen Süße der Trauben und harmonisiert das Geschmackserlebnis, denn Feigenkonfitüre kann manchmal auch einfach nur langweilig und süß sein. Diese Marmelade hingegen ist sehr interessant. Vielleicht probiert ihr sie ja einmal aus. Jetzt ist jedenfalls der Zeitpunkt dazu, solange es noch frische Feigen gibt. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!